Das Portal leuchtet rot und die Frage, die sich mir stellt, ziehe ich auf meinem Challenge-Account im Free-to-Play 2025 der Hell Hades Challenge vielleicht den ersten mythischen aller Creator? Wer weiß, alle anderen Splitter, die ich habe, ziehe ich auch, denn ich brauche Futter, um weitere 60er zu bauen. Wir machen die Splitter auf, wir werfen einen kleinen Blick auf den Account, denn auch heute Abend ist Schlussstrich des zweiten Monats. Das heißt, es gibt Sonderpunkte für die Leaderboards und wenn man es schafft, auf Platz 1 oder auch in den Top 10 zu sein, gibt es nochmal Sonderpunkte. Da schauen wir auch nochmal gemeinsam drauf, wenn ihr da Lust habt. Ich bin Bone. Viel Spaß mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir hier auf dem Kanal rund um Raid Shadow Legends, rund um die Hell Hades Free-to-Play 2025 Challenge. Ich bin hier auch mit dem Account eingeloggt, hier aktuell auf Level 58 und wir sehen tägliche Belohnungen. Wir sind an Tag 57 aktuell und damit kommen wir schon zu dem größten Missverständnis, vor dem ich im Augenblick gestanden habe. Ich bin fest davon ausgegangen, dass erst an Tag 60 die Punkte für die Challenge zählen, dass die Leaderboards an Tag 60 zählen. Nur es ist heute schon soweit. Das hat mich jetzt als Information gerade frisch erwischt. Deswegen wisst ihr, was ich direkt nach dem Aufnehmen dieses Videos auch machen werde. Ich werde noch ein bisschen die Dungeons pushen. Denn werfen wir mal einen kleinen Blick darauf, wo ich gerade stehe, bevor wir dann in die eigentlichen Splitteröffnungen auch mit reingehen. Ich werde Kapitel mit reinnehmen, wenn euch also der Free-to-Play-Account und die Challenge weniger interessieren, dafür aber die Splitteröffnungen, dann springt ihr natürlich gerne dahinter. Vielleicht direkt noch eine Information zum Anfang des Videos. Ich freue mich natürlich, wenn du neu den Weg zu mir auf den Kanal gefunden hast, dann herzlich willkommen. Und wenn dir dieses Video, andere Videos gefallen, dann freue ich mich auch sehr über das Abo und dass du Teil der Community auch wirst. Natürlich ein besonders dickes Willkommen an alle, die treu dabei sind. Immer gerne den Daumen nach oben setzen und über eure Kommentare freue ich mich natürlich auch ganz besonders. Und denkt dran, am Donnerstag habe ich ja noch mein letztes Video rausgebracht. Ich blende es hier auch noch mal ganz kurz ein. Mit dem Code BONE5 bekommt ihr, wenn ihr Raid über Aptoide spielt, 5% zusätzlich Cashback für alle eure Einkäufe, die ihr in Raid tätigt. Damit seid ihr in Summe bei 10% Cashback aller eurer Ausgaben. Das kann ich hier auf dem Account natürlich nicht machen, denn es ist ein Free-to-Play-Account. Aber wenn ihr im Spiel Geld ausgibt, egal wie viel, im Kern ein bisschen Cashback, ein bisschen Geld zurück, darüber freut sich doch jeder. Denkt dran, den Code BONE5 in der Aptoide Wallet einzutragen und dann bekommt ihr in Summe 10% auf alle eure Käufe bei Raid. Doch jetzt schauen wir mal auf die Leaderboards und wenn ich da mal einen Blick drauf werfe, was gilt heute Abend? Es gelten die 4 klassischen Dungeons, Sun, Teufel, Shogun und auch die Iron Twins. Es ist besonders wichtig, an Platz 1 zu sein, gibt es sehr viele Punkte oder zumindest in den Top 10. Alles dahinter ist dann schon schlecht. Also ich sollte nicht aus den Top 10 auch herausfliegen, aber danach schaut es gar nicht unbedingt aus. Die richtig spannende Frage, wenn ich mir das anschaue, ist, wer kommt an Platz 1? Wir sehen beim Drachen, ich gestern noch auf H7 auch mal hochgespielt, aber Bront hat mich mit 14 Sekunden schneller überholt. Das heißt, ich bin nur an Platz 2 und Bront Cathurter ist im Augenblick ja auch Führender der gesamten Challenge, mit mir auch hinten dran auf Platz 2. Deswegen ist das ein ganz, ganz wichtiger Slot hier beim Drachen und ich versuche natürlich noch ein paar Sekunden auch rauszuholen oder den Drachen Hard 8 auch zu schaffen, der aber natürlich die Kraftaffinität mitbringt und für mein Team schon schwächer ist. Denn wenn Ugo kein Blocke Buff sitzt und da ist ein Plus-Angriff drauf, dann macht der schon richtig ordentlich Schaden auf meinem Team. Beim Ice Golem, da ist es so, okay, Bront hat sich anscheinend mit den Top 10 zufrieden gegeben. Ich habe die 25 geknackt. Ich hatte die H1 gestern einfach mal probiert. Es hat durch Pech nicht funktioniert. Also auch hier werde ich definitiv noch mal einen Blick drauf werfen, ob das funktioniert. Wenn das Video morgen am Samstag erscheint, dann ist auch Cut-Off schon gewesen und ihr werdet es bei mir auf dem Discord oder natürlich auch auf der Challenge-Seite selbst auch sehen, wie ich abgeschnitten habe. Ja, was mich auch ein Tick wurmt, ich hatte gestern Abend den Feuerritter noch Bront auch überholt. Also wir sind die einzigen beiden, die im Augenblick 25 gelegt hatten. Er war bei 5 Minuten 13, jetzt ist er bei 4 Minuten 50. Also auch hier muss ich noch mal schauen, denn es macht wirklich einen riesengroßen Unterschied, ob man Erster oder in den Top 10 ist. Deswegen Drache wird knapp, Feuerritter wird knapp. Also im Augenblick hat er zweimal Platz 1. Beim Ice Golem ist es so, dass wir uns beide noch einen Top-10-Platz teilen, ich aber noch die Gelegenheit habe, vielleicht auf Platz 1 zu kommen. Ich glaube bei der Spinne, ich weiß nicht, ob er noch vorhat, bei der Spinne noch irgendwas zu tun. Wenn ich mir jetzt mein Team anschaue, ist es sehr Cold Hard-lastig. Damit kann man auf der 21 natürlich nicht mehr sehr viel machen. Deswegen vermute ich mal auch ganz stark, dass wir beide uns hier mit dem Top 10 Platz dann auch einverstanden erklären. Das nächste, was dann noch kommt, ist hier unten
Der Sandteufel, da führe ich im Augenblick noch. Ich weiß nicht, ob Bronn dann noch nicht gespielt hat und jetzt sich das für heute noch vorgenommen hat. Also, da muss ich definitiv noch ein Auge drauf werfen. Und auch beim Shogun, den habe ich jetzt eine Zeit einfach liegen lassen. Bronn auf 16, ich bin hier noch auf 15 gewesen und da bin ich extrem zuversichtlich, dass noch ein bisschen was geht bei dem Shogun. Also, das sind noch die Baustellen, an denen ich bin. Iron Twins, ja, ich glaube, Lumi auf 13 bekomme ich nicht mehr weggeknackt, gerade heute auch mit der Kraftaffinität keine Chance. Ich bin auf die 12 gekommen, das ist gut, aber hier brauche ich heute definitiv auch nicht weiter probieren. Und genau diese Challenge, genau diese unterschiedlichen Punkte, die ich sammeln kann, und wir sehen hier bei den Gesamtleaderboards, dass ich Stand jetzt sehr genau 400 Punkte dann auch hinter Bronn Cathurter hinterher bin. Hell Hades direkt auf Platz 3 hängt mir dann auch schon im Nacken und holt auch wirklich sehr, sehr gut Punkte auf. Aber das bestimmt natürlich, was ich im Spiel als nächstes unter anderem auf Stufe 60 bringe. Und das sind so genau die Fragen, vor denen ich im Augenblick stehe. Wir sehen in der Reservehöhle, ich habe schon 4 40er bereit, um zum 5er Hähnchen auch zu werden. Ich habe hier ein 5er Hähnchen auch bereit. Also der nächste Champion geht jetzt definitiv zeitnah auf Rang 5. Und die Frage ist noch, welcher Champion wird das sein? Sehr wahrscheinlich wird es hier der Ritter des Lichts, denn den werde ich nachher dann auch noch beim Sandteufel ein bisschen ausspielen. Gerade hier mit dem Wiederbeleben bei Tod. Ich habe jetzt auch noch ein episches Buch bekommen, auch durch den Aptoid-Code. Das erste Buch war heute in der Belohnung mit drin. Deswegen hier nochmal Abklingzeit -1. Endlich reingetroffen und zum Glück nicht auf die A1 gegangen. Deswegen habe ich jetzt hier auch einen 4 Runden Cooldown und ich muss ihn nur noch ein bisschen umbauen, denn er ist einfach noch nicht schnell genug. Da steckt noch in Reste-Gear drin. Und wenn ich mir die Geschwindigkeit anschaue mit 186, ist er einfach noch langsamer als der Sandteufel. Und das darf er nicht sein, der muss noch etwas schneller werden. Deswegen habe ich noch einiges vor mir. Wir sehen hier oben, ich habe auch noch wo ist es denn hier? Einmal ein 3 Stunden zurücksetzen. Das werde ich jetzt dann auch gleich anwenden, damit wir dann in den unterschiedlichen Bereichen noch ein bisschen Fortschritte machen und ich auch die neuen Items ein bisschen umverteilen kann. Denn beim Shogun ist mein Plan, die zweite Ice-Sets, die wir hier haben, also ich habe jetzt eine zweite Ice-Sets auf Rang 5 immerhin gebracht, dass er auch nicht ganz so schnell umfällt. Und zwar ist hier der Plan, ihr den allerhöchsten Crit-Damage zu geben. Den kann sie sowieso brauchen. Sie hat auch eine 4er Seele, das heißt, mit diesem zusätzlichen Angriff, den sie auch auf den Shogun auch macht, geht das Schild nicht allzu sehr hoch, genau durch diese 4er Seele. Deswegen meine Taktik, auch das Eisherz mit dem höchsten Crit-Damage auszustatten, damit ich auch beim Shogun durch diese Mechanik noch ein, zwei Stufen noch mehr machen kann, um zumindest beim Shogun auch noch auf Platz 1 zu kommen, falls ich es dann auch nicht beim Drachen oder beim Eisgolem auch schaffen werde. Ja, das ist der Plan. Ich habe noch einen sehr geschäftigen Nachmittag vor mir. Doch vielleicht ändert sich alles. Vielleicht ändert sich alles mit einem Schlag, abhängig davon, was ich natürlich hier an Splittern öffne. Ich hatte es ja in meinen YouTube-Community-Reiter auch schon reingeschrieben, was ich auf meinen anderen Accounts mache, denn im Kern halte ich diese aktuelle Champion-Jagd für eine absolute Bait. Also wie sagt man so schon, für eine Verlockung. Es geht darum, dass zur anstehenden Fusion, die am Montag beginnt, man vorher noch versucht, etwas so attraktiv zu machen, dass man zum Beispiel die Splitter schon vor der Fusion raushaut, dass dann vielleicht man für die Fusion dann auch noch verlockt ist, zusätzlich Geld auszugeben. Wir haben ja im Augenblick auch das 6-jährige Jubiläum. Da ist so viel passiert. Ich meine, es gibt eine Menge Videos auch der anderen Creator. Ich war jetzt ein paar Tage sehr beschäftigt, deswegen habe ich da jetzt auch keinen eigenen Senf dazu abgegeben. Da können wir im Stream natürlich auch immer darüber sprechen, was dann alles auch rund um dieses Jubiläumsevent und auch rund um die Fusion auch passiert. Aber im Kern wird es so sein, dass ich auf meinem Hauptaccount die Fusion mache, auf diesem Challenge-Account nicht, auf meinem Free-to-Play-24-Account auch nicht. Und deswegen wird mein Hauptaccount auch hier diese aktuelle Champion-Jagd zu 100% ignorieren. Denn, also ja, wir haben eine Zweifachchance. Das ist wirklich die beste Gelegenheit, einen mythischen Champion zu ziehen, weil wir von 0,5% auf 1% gehen. Aber es ist und bleibt eine 1% Chance. Also angenommen, ihr öffnet eure 100 Splitter, dann habt ihr rein statistisch einen mythischen Champion, dann müsst ihr aber erstmal 100 dieser Splitter öffnen und das ist auch schon die Hälfte des Mercies. Die Wahrscheinlichkeit ist und bleibt sehr gering. Was ich dagegen natürlich hier ganz interessant finde, ist, dass die Chance auf epische Champions enorm hoch ist. Wir haben eine 32% Chance auf epische Champions. Das ist für eine Champion-Jagd, für so einen Wettbewerb natürlich phänomenal. Nichtsdestotrotz, auf dem Hauptaccount spare ich mir die mythischen, die geben auch gut Punkte für ein Deck, für einen Heldenpfad, für einen Beschwörungsrausch.
für die Fusion, die jetzt ansteht. Deswegen werde ich da nichts aufmachen. Aber natürlich auf dem Free-to-Play 24, da poker ich, weil ich auf nichts spare, mache nur die roten auf, in der Hoffnung, da vielleicht ein paar zusätzliche Belohnungen, vielleicht sogar einen mythischen zu bekommen. Auf diesem Account hier geht es natürlich darum, Progress zu machen. Wir brauchen tolle Champions und wir haben einiges an Splittern gespart. Wir haben einen Elementarsplitter, also eine Chance auf einen mythischen, einen leeren Splittern, 12 antike. Zusätzlich gibt es noch genug Juwelen, um sich noch mehr dieser antiken Splitter zu holen. Und nachdem ich sogar im Stand jetzt mehr Champions und mehr Food brauche als Energie, denn ich habe unglaublich viel Energie im Petto, gehe ich sogar davon aus, dass ich mir dafür jetzt gerade noch ein paar mehr Splitter gönne, damit wir jetzt hier in dem Video auch noch ein bisschen mehr aufmachen können. Ja, bei den Fragmenten, da habe ich leider nichts, was ich im Petto habe. Auch bei den Fusionen auf dem kleinen Account habe ich auch nichts im Petto. Das heißt, das sind ja normalerweise schöne Möglichkeiten für die Champion-Jagd. Doch wir steigen jetzt einfach mal damit ein, was ich mir auf dem kleinen Account verdient habe. Und das ist dieser eine Prisma-Splitter. Ich sage ja immer im Video, ich achte darauf, dass ich bei dem News-Video sehr betone, dass ihr nicht unter der Woche schon eure Prisma-Splitter aufmacht, sondern immer bis zum Wochenende wartet, wenn da eine Champion-Jagd stattfindet. Denn das ist ein im Prinzip garantierte epische, das sind garantierte 250 Punkte. Es gibt jetzt keinen Void, also es gibt keine Gelegenheit, 350 zu kassieren, aber mit ein bisschen Glück kommt hier natürlich ein legendärer raus. Und genau dieses Glück, das wollen wir jetzt strapazieren. Wir fangen jetzt mit dem Puls an und am besten direkt zum Aufwärmen mit diesem Prismasplitter. Es wird ein Geomant, das wäre der schönste Traum. Es ist episch, es ist eine Filia. Okay, es ist kein Geomant. Und bei den Zwergen bin ich ansonsten ganz gut ausgestattet. Filia ist ein solider Champion, definitiv. Hat hier auch eine gute Chance, auch das Zugmeter zu lernen. Kann man zum Beispiel auch bei der Spinne auf normal gut brauchen. Dafür habe ich aber meine Cold Hearts. Also ein solider Champion, AOE-Angriff auch nochmal, aber kein Champion, den ich bei mir auf dem Account brauche. Und vielleicht werde ich sogar knallhart die Champions, die ich nicht brauche, auch als Futter benutzen, um dann stattdessen noch eher Champions auf Rang 6 zu bringen. Gut, schade. Kein Geomant, darauf hatte ich gehofft. Kein legendärer, darauf hatte ich auch gehofft. Denn schaut euch das an, hier warten 12 legendäre Bücher darauf, dass ein guter legendärer Champion jetzt auch mit rauskommt. Wir gehen direkt in den wichtigsten Pull des Tages rein. Wir gehen in diesen Elementarsplitter. 32% Chance auf einen epischen. Was kommt dabei raus? Wir werden es jetzt gleich sehen. Und es ist lila, es ist ein Zwerg, aber es ist kein Geomant. Geomant will nicht zu mir drauf, wütender Jarl. Auch ein solider Champion, vor allem halt hier dadurch, dass er einen Blocke-Debuff-Buff verleihen kann, plus Death-Steigerer. Hat dann hier nochmal einen AOE-Angriff mit Minus-Angriff. Also er ist schon auch gut hier mit einem leider nur 4 Runden Cooldown. Man kann ihn am Clan-Boss spielen, man kann ihn an verschiedenen anderen Dungeons auch als Supporter spielen. Ich bei mir auf dem Account, da wird er nicht an den Punkt kommen, dass ich ihn hochbringen werde. Gut, bei den leeren Splittern, schauen wir mal, was bei den leeren Splittern rauskommt. Gibt ja auch keine Progressivchance oder ein Zehnfach oder irgendwas. Es ist mein dritter Bello. Also super Champion, aber wozu brauche ich 3 Mordbrüller auf dem Account? Das ist ja unglaublich. Kann ich noch nicht mal die Fraktionswächter mitfüttern. Gut, antike Splitter. Ach, das machen wir direkt. Ich gehe jetzt in den Juwelenladen. Das sollte man nur in Ausnahmesituationen machen. Ich hole mir jetzt hier mal 11 von den Splittern. Hier hätten wir nochmal für 540 potenziell 6 hinterher. Das reicht nicht für einen 10er-Pull. So, dann holen wir uns die mal hier raus. 6 hinterher reicht auch nicht für einen 10er-Pull. Mal kurz in den Markt geschaut, ob hier irgendwas ist. Woran ich noch gar nicht gedacht habe, der Clan-Boss ist ja durch. Und ich habe die letzten Tage unglaublich schlecht vom Nightmare-Clan-Boss gezogen. Also wirklich, da kam noch nie irgendwas Ordentliches raus. Genau so sehen meine Pulls aus. Schlechtes Item, ein bisschen Silber, ein paar Tränke, ein bisschen Silber. Genau, herzlich willkommen auf dem Account. So sieht mein Glück auf dem Account aus. Ja, dann holen wir uns noch brutal und schwer. Vielleicht springt zumindest noch ein blauer Splitter raus. Den hebe ich mir mal auf, weil ewig Lebenspunkte, wenn Angriff flat stattdessen Geschwindigkeit gewesen wäre, wäre es eine richtig gute Brust gewesen. Ein episches Buch, das kann ich zumindest brauchen. Und Silber kann man natürlich auch immer brauchen. So, die letzte Hoffnung. Schwere Truhe, sie sind meine letzte Hoffnung. Nee, sieht nicht gut aus, sieht nicht gut aus.
Schade, da kam jetzt keine Überraschung mehr. Im Augenblick kann ich ganz entspannt, wir haben jetzt noch 3 Stunden, 10 Minuten, bis der nächste Key ansteht, ganz entspannt den Clan-Boss spielen. 2 Keys Nightmare, 1 Key Brutal, 1 Key Schwer. Das ist das, was ich momentan mache. Und den Schritt zu Ultra Nightmare, das ist natürlich etwas, was im nächsten Monat besonders wichtig ist, wenn es dann auf die Endwertung dann auch geht. Denn Clan-Boss-Punkte geben unglaublich viele Punkte und deswegen muss ich schon auf Ultra Nightmare Clan-Boss dann auch gehen. Wir haben aber vor allem, und da will ich noch ganz kurz darauf hinweisen, hier, wenn ich jetzt auf die verfluchte Stadt schaue, noch mal einen 1-Stunden-Reset noch mit dabei, den ich mir hier verdienen kann. Und ich sehe auch schon, eine Alice ist am Start. Das heißt, ich kann sie mir auch sehr sicher verdienen. Und das ist wichtig, damit ich dann zusätzlich zu dem, was in 2 Wochen standardmäßig kommt mit dem kostenfreien Reset, die paar Tage, dass ich dann noch mal einmal die Gelegenheit habe, wirklich alles auszuziehen und noch mal irgendwie zu pushen, noch mal ein bisschen umzubauen. Also ganz wertvolles Item, was ich hier bekomme. Und wir gehen in die 23 antiken Splitter rein. Es gibt keine Zweifachchance hier. Das heißt, wir werden eine Menge Blau sehen. Wir sind weit weg vom Mercy. Bad Alcazar ist ja auch erst gekommen. Fahrender Ritter als epischer bringt mich nicht weiter. Ein Jotun bringt mich auch überhaupt nicht weiter. Außer, dass es natürlich Punkte für die Championjagd gibt und dass es ein Vierer-Hähnchen ist. Also 2 Vierer-Hähnchen. Bei dem fahrenden Ritter muss ich ein bisschen sehen, wie es bei den Fraktionskriegen ist, ob ich ihn da bei den Bannerlords dann auch brauche. Also deswegen, bevor ich ihn verfütter, überlege ich mir das noch mal ganz kurz. Aber wir haben hier wieder einen Schwung Blau. Noch mehr Blau und da kam jetzt einfach mal gar nichts raus. So 3 Einzelblaue. Ich könnte mir noch 6 aus dem Shop holen, aber das reicht mir auch nicht. Da machen wir einfach mal diese 3 Einzelblauen mal auf und hoffen vielleicht zumindest noch auf einen epischen. Ein epischer wäre noch gut. Aber der Account hat im Kern, ja, er hatte gute Puls, aber jeder der Creator-Accounts hatte Puls. Die einen früher, die anderen später, aber manche schon mehr. Und ich muss sagen, bin jetzt hier nicht zufrieden, wie das hier weitergeht. Ich habe gerade noch 12 Grüne, ein bisschen Futter. Das heißt, was ist das Ziel? Das Ziel ist es, bei diesem Trainingsturnier noch ganz weit nach oben zu kommen. Haben wir aber auch nur noch 19 Stunden und 51 Minuten dafür übrig. Also das geht alles nicht so, wie ich mir das ursprünglich gewünscht hätte. Ich sammle zumindest noch ein paar Belohnungen ein und ja, vielleicht bekommen wir über das Wochenende ja noch den ein oder anderen Splitter, dass ich es vielleicht bis zu diesem lila Buch auch noch mit hochschaffe. Das sind ja bloß 200 Punkte, also ein epischer Champion und dieses lila Buch gehört mir. Das wäre gar nicht so verkehrt und ja, ich muss sagen, der gute erste Magik, der schnappt sich garantiert die Belohnung, aber die Belohnung für den ersten Platz, die ist natürlich in weiter Ferne. Es ist kein Wunder passiert hier auf dem Account. Jetzt wird es besonders spannend, ob ich es schaffe, hier noch in den Leaderboards mich auf Platz 1 auch mit hochzuschummeln. Ich halte euch darüber auf dem Laufenden. Ich hoffe, ihr hattet einfach mehr Glück mit eurem Puls. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr aufgemacht habt, warum ihr vielleicht nicht aufgemacht habt und was auch Schönes dabei rausgekommen ist. Bei uns im Clan-Chat sehe ich schon, ganz viele haben aufgemacht. Es gibt viele mythische Champions, die einen freuen sich, die anderen ärgern sich, weil vielleicht der erste gezogene mythische Champion eine zweite Mikage war. Also Schicksale passieren hier im Spiel. Denkt einfach daran, atmet durch, es ist ein Spiel, es soll euch Spaß machen und gebt in dem Spiel auch nur Geld aus, wenn es nicht über eure Möglichkeiten geht und ihr auch glücklich damit seid, wenn ihr nichts Besonderes daraus bekommt. Ich fahre ja nach dem Motto, ich öffne normalerweise nur dann, wenn auch irgendein Event dazu ist, das ich auch machen möchte. Bei dem Account war es einfach die Challenge. Ich hoffe, ihr hattet mehr Glück als ich. Ich hoffe auch, ihr hattet Spaß mit dem Video. Denkt also gerne an den Daumen nach oben. Denkt an euer Abo, wenn ihr bis hier auch dran geblieben seid, aber noch nicht den Kanal abonniert habt und einfach Lust auf mehr Videos habt mit Raid. Und der Thomas aus der Zukunft hier. Ihr habt jetzt wahrscheinlich gedacht, das Video ist zu Ende. Und es war eigentlich auch zu Ende. Bloß aus bekannten Gründen bin ich ja nicht dazu gekommen, gestern noch das Video zu schneiden. Deswegen habe ich das heute geschnitten. Und dann habe ich mir so zum Abschluss dann gedacht, nehme ich doch die aktuellen Informationen rund um den Account auch noch mit rein. Denn es ist was passiert. Ich muss etwas gestehen. Ich muss gestehen, dass ich einen Splitter aufgemacht habe außerhalb des Recordings und dieser Splitter hatte einen phänomenalen Einfluss
auf diese Challenge, auf diesen Account. Vielleicht ganz kurz die Vorgeschichte, wie ist es dazu gekommen? Und zwar, nachdem ich dieses Video aufgenommen hatte, also alles, was ihr bis gerade gesehen habt, ist mir noch eingefallen, dass wir natürlich auch noch die Live-Arena haben. Und bei den Live-Arena-Siegen war ich hier oben bei 33 von 35. Das heißt nur 2 Live-Arena-Siege. Und ihr wisst, aus diesen Kisten kommt ja auch nochmal hier Teile eines roten Splitters mit raus. Das Ganze hat dann ausgereicht mit dem, was ich schon hatte, für einen weiteren roten Splitter. Also bin ich natürlich in das Portal gegangen und habe mir gedacht, okay, da kommt ja genauso wie alles, was ihr im Video gesehen habt, sowieso nichts raus. Bin auf den Elementarsplitter, bin auf Beschwören und ich habe ein goldenes Leuchten gesehen. Ja, es war kein mythischer, das wäre natürlich noch phänomenaler gewesen. Aber wenn ich euch gleich verrate, was für ein Champion es ist, dann bin ich mir gar nicht sicher, welcher Champion einen größeren Einfluss auf den Account hat. Ein potenzieller mythischer oder dieser Champion, denn es handelt sich um einen der besten Champions, die ich mir für den Free-to-Play Challenge Account vorstellen kann. Und ich zeige ihn euch jetzt. Wo ist er? Hier seht ihr ihn. Es ist niemand anders als ein Helicat. Diese defensive Dämonenbrut ist der Inbegriff des One-Man-Unkillable-Teams. Er kann es alleine hinbekommen, auch auf dem Ultra Nightmare mit den entsprechenden Werten ein Unkillable-Team zu bauen, ohne dass er noch irgendeinen anderen Champion dafür braucht. Und das ist natürlich das eine, dass er mich beim Clan-Boss unglaublich weiterbringen wird. Das zweite ist es natürlich, dass ich damit jetzt dann auch heute versuche, auch an Bommel vorbeizukommen. Gestern hat die Zeit einfach nicht mehr gereicht. Denn für Bommel ist natürlich Blockade Damage auch eine der besten Varianten. Und ich war schon so kurz davor und in der Kampagne hatte ich ihn mir schon erfarmt, einen Templer hochzuleveln, noch von 3 auf 6. Und dann genauso wie Hell Hades das gemacht hat, genauso wie Bront das gemacht hat, dann diesen Templer zu nehmen, um an Bommel vorbeizukommen. Denn mir fehlen hier einfach unglaublich viele Stufen in den Leaderboards, wenn wir von dem aktuellen Doom Tower sprechen. Helicat übernimmt es. Helicat hat auch noch mehr übernommen. Ich hatte zum Glück auch einiges an Büchern aufgespart. Ihr habt es ja gesehen, die meisten Bücher sind jetzt in Helicat auch mit rein. Und ich hatte sogar dabei Glück, denn im Idealfall buckt man nicht die Abklingzeit der A2, wenn man ein Unkillable-Team mit Helicat baut. Das ist sogar ideal, dass man hier diesen Grubenwind auf einem 4 Runden Cooldown auch lässt. Ist also richtig, richtig gut gelaufen. Für das Champion Training Event habe ich die restlichen legendären Bücher, die ich dann noch offen hatte, dann in Sun Wukong gesteckt. Ich wollte unbedingt den zweiten Platz haben, aber bei diesen 2 mittleren Seelensteinen ist wieder das Übliche rausgekommen. Es ist nichts rausgekommen. Aber Helicat, ein Riesensprung auf meinem Account und der hat es mir natürlich gestern dann auch ermöglicht, noch das ein oder andere bei den Leaderboards dann auch zu machen. Genau das schauen wir uns jetzt auch kurz an. Wir gehen wieder auf die Hell Hades Seite, auf die aktuellen Challenge-Wettbewerb. Wenn ich jetzt das Leaderboard heute öffne, also am Samstagabend, dann hat es Bront wieder geschafft, ein paar Punkte Vorsprung zu bekommen. Aber nach dem Reset von gestern war ich tatsächlich auch mal wieder an Platz 1. Aber mit dem Rückstand, den ich vorher hatte, da konnte ich einiges tun. Und was ich warum tun konnte, auch da werfen wir jetzt mal einen kurzen Blick drauf. Und zwar genau das, was ihr zum Anfang des Videos gesehen habt, da habe ich einiges erreichen können. Und zwar ganz spannend und deswegen war der Stream gestern auch leicht chaotisch, auch leicht verspätet. Wirklich um 20:59 Uhr, also eine Minute vor Ende, habe ich es geschafft, hier den Drachen auf H7 in 3 Sekunden schneller zu laufen als Bront. Da war sicherlich ein bisschen Glück dabei, vielleicht auch ein paar zusätzliche kritische Treffer von Alice. Ich weiß es nicht, aber es hat auf jeden Fall geschafft, mich auf Platz 1 auch zu bringen, um die Bonuspunkte mit zu kassieren. Sehr wertvoll. Auch beim Eisgolem, das habe ich gestern Nachmittag auch noch geschafft. Und beim Eisgolem kam mein Helicat natürlich schon zum Einsatz, weil für den Eisgolem ist er phänomenal. Ich habe phasenweise einfach den sicheren Schutz durch den Block Damage. Ich habe noch dieses dicke Schild auch noch zusätzlich mit dabei. Deswegen, also den Eisgolem werde ich wahrscheinlich auch über H1 hinaus auch noch weiter erledigen können. Nur mir ging natürlich gestern die Zeit aus. Der Nachmittag war wirklich kurz. Ich konnte mich ja nicht komplett auf das Spiel fokussieren. Das Privatleben war gestern auch noch extrem wichtig. Aber auch damit habe ich mich beim Eisgolem und damit bei der zweiten Kategorie auf den ersten Platz begeben. Beim Feuerritter konnte ich noch ein wenig an den Einstellungen schrauben. So wie ich vorher dran gelaufen bin, ist zum Beispiel Ugo dann auch immer nur einmal pro Welle dann mit der A2 reingegangen.
Ich habe also ein paar kleine Änderungen an den Einstellungen gemacht und es hat zum Glück dafür gesorgt, dass ich auf 25 jetzt in 4 Minuten 30 den Feuerritter auch besiegt habe. Rekordzeit und das bringt mich auch wieder auf Platz 1. Ist auch ein 100% Run. Ich meine nicht, dass ich Feuerritter 25 farmen möchte. Ganz im Gegenteil, ich bin ja ein großer Freund davon, die 20 grundsätzlich zu farmen. Aber ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass es funktioniert. Bei der Spinne keine Änderung. Und wenn wir noch mal kurz runterscrollen, dann hat mir natürlich hier bei den Iron Twins auch Helicat geholfen. Also bei dem Ice Golem und bei den Iron Twins hier konnte mir Helicat genau an diesem Tag helfen. Ich habe ihn in den Mino gesteckt. Ich habe die Chicken, die ich vorbereitet hatte, direkt auch mit reingejagt. Er ist gleich auf Rang 6 gegangen. Die sofortige Auswirkung von diesem Pull gestern, den ich dann noch gemacht hatte. Ganz klar, bei den Iron Twins, also gerade in der Kraftaffinität. Aber es brauchte ein bisschen Glück, um die 13 zu schaffen. Also die 13 hat auch einiges an Energie verschlungen, weil ein paar Versuche eben nicht funktioniert haben. Aber ich hatte schon gesehen, wenn es denn klappt, dann werde ich schneller sein als Lumi hier auf der 13 mit 3 Minuten 19. Also ich war schon schneller unterwegs. Da hilft natürlich ganz klar Bad El Cassar. Damit das alles funktioniert, musste ich die Champions teilweise auch umbauen. Gerade Bad El Cassar hatte noch nicht genug Genauigkeit. Deswegen habe ich ja das kostenlose Artefakt-Regearing benutzt. Ich habe auf die schnelle Champions umgebaut und ein ganz wichtiger Umbau, den ich gemacht hatte, ich hatte am Anfang des Videos ja schon drüber gesprochen, war es, dass ich Eissatz mit dem höchsten Crit-Damage ausgestattet hatte für den Schuku. Es hat aus irgendeinem Grund eben nicht gereicht mit dem Rang 5 Eissatz. Ich habe dann wirklich die Rang 6 Eissatz dafür hernehmen müssen. Aber ist ja gleichgültig. Ich konnte die Items dann nachher wieder kostenfrei ausziehen. Da kann man sich wirklich dran gewöhnen, wenn man die Möglichkeit hier hat. Und es hat geklappt bis Stufe 19. 20 ist wieder rote Affinität. Das ist wieder so ein kritischer Benchmark, über den man erstmal drüber kommen muss. Aber die 19 hat ganz gut funktioniert, zwar auf manuell, damit man wirklich auch sagen kann, die Champions sind ja nicht gespeedtuned. Ich hatte überhaupt keine Zeit, um mich um irgendein Speedtune zu kümmern. Und es ist ja auch nicht wichtig, weil ich das nicht standardmäßig auch farmen will. Und bei Bad El Cassar ist es natürlich sehr wichtig, dass der Cleanse auch immer bereit ist, wenn gerade dieses Enfeeble auf das komplette Team verteilt wird. Diese Situation, der muss man auf jeden Fall entgehen. Noch gute Geschwindigkeit dazu, noch ein bisschen gut Support dazu. Alice mit Brimstone und auch ein paar hohe Blessings helfen hier natürlich auch. Also Sabita hat ein kleines Blessing, ich glaube ein Zweier, Colt hat ein Vierer, Ugo ein Einser und Alice selbstverständlich das Fünfer Blessing. Damit bin ich beim Shogun auf die 19. Beim Sandteufel hat mich auch keiner angegriffen. Das heißt, wir haben von 7 Bonuskategorien. Und wenn wir hier runterschauen, dann gibt es ja genau in diesen 7 Kategorien Bonuspunkte. Bin ich auf 6 dieser 7 Kategorien auf Platz 1 gelandet und absolut überglücklich, wie das gelaufen ist. Und auch wenn Bront inzwischen mich wieder in der Gesamtrangliste auf den Platz 2 gebracht hat, aber diese Freude, das gestern noch geschafft zu haben, das ist ja auch einer der Gründe, weshalb ich bei dieser Challenge auch mit teilnehme. Und ja, das wollte ich auch unbedingt hier mit reinschneiden. Zum einen, dass ihr seht, welcher Champion ist hier jetzt auch auf dem Account und kann natürlich maßstäblich dazu beitragen, dass ich diese Challenge am Ende vielleicht doch gewinne. Drückt mir die Daumen. Ich habe super viel Spaß mit der Challenge. Hab natürlich weiterhin viel Spaß mit Raid. Das wünsche ich euch auch. Viel Spaß mit Raid. Viel Spaß im Leben. Ciao, ciao. Euer Bone.